Wir machen heute mal mit ganz anderen Farben ein Swipe. Auch wieder mit eigenem Zellaktivator. Habe da schon mal was vorbereitet. Ich zeige mich heute mal nicht, weil habe die Haare nicht schön. So, und zwar, ich habe zum einen vor mit diesem Kupfer, mit Bronze ist es ja, Gold, dann habe ich hier Braun und Ocker und wieder mein etwas helleres Reflexgelb. Ich habe auch noch Weiß für das Kissen angerührt, also für den Untergrund, und auch Schwarz. Vielleicht brauche ich es, ich weiß es noch nicht genau, müssen wir mal gucken. So. Dann werden wir mal loslegen. Ich grüße noch ganz herzlich, wir haben vorhin telefoniert. Hallo Wulf Billstein. Ich habe gesagt, ich werde mal winken. Der hat sich ja heute auch dran gemacht ans Puren. So, dann fangen wir doch mal an. Das Weiß. Darf auch eigentlich nicht zu viel sein wieder, weil es sonst das Problem gibt, dass die Zellen, wenn es zu viel Farbe ist, auch bei der Blumentechnik oder mit dem eigenen Zellaktivator, sollte es auch nicht zu viel Farbe sein, weil das passieren kann, dass dir dann dein schönes Muster nachher, deine Zellen doch weglaufen. Ne? Ich mache das aber schon mal hier so, weil wir auch wieder so einen XL-Rahmen haben mit dickem Rand, dass da schon mal was laufen kann. So. Ich werde mit dem Spachtel den Swipe machen. So. Erstmal die Luftbläschen wegpusten. So. Manche sind aber auch hartnäckig heute hier. Klein bisschen mehr machen wir hier in der Mitte, weil wir da swipen. So. Wir fangen an. Ich zeige euch mal, das sind Pigmente. Und zwar ist es, es ist hier Kupfer. War ich doch richtig. Nur einmal. Braun. Okay. Mal ganz gedeckte Farben heute bei mir, gell? Ein bisschen was Kräftiges muss hier noch hin. So. Und da machen wir jetzt noch Goldpigmente dazwischen. In der Hoffnung, dass wir dann einen Glanz haben, nachher auch schön. Ich überlege gerade. Einmal. Und okay. Ja, den Gelb nochmal. Probieren wir was aus. Zwecks Kontrast. Und zwar habe ich hier dieses Carbon Black von Golden Acrylics gemischt mit Fluidrol.
Das ist immer sehr massiv nachher zu sehen, dieses Schwarz. Deswegen höre ich damit jetzt auf und wir machen nochmal von dem Kupfer. Und hier nochmal. So. Und hier ist der Zellaktivator. Wieder Titanweiß mit dem Fluidrol aus Australien. Hatte ich nicht eben schon? Doch, habe ich. Nochmal die Bläschen wegmachen hier. Ich hoffe, dass ich laut genug spreche. Ich weiß, manchmal scheint das ein bisschen runterzugehen. So. Fantastisch. Auch hier. Ich würde sagen, hier machen wir noch. Was habe ich jetzt gemacht? So. Einmal umdrehen. Ihr könnt mal zugucken, wie die Zellen da so schön hoch poppen. Super. Und jetzt zur anderen Seite. Hier, das sieht fantastisch aus. Ja. So. Ah, bleib stehen. So. Fantastisch. Hier wäre ich dafür, dass wir den Rand nachher, den mache ich schwarz. Ich glaube, das passt am besten dazu.
mein Fläschchen. Das heißt, die Farben ziehen sich nämlich jetzt auch wieder mit runter am Rand. Ich denke, ihr könnt das auch ganz gut sehen. Und da kann man ruhig das so ein bisschen einrahmen. Mhm. Es muss ja nicht immer nach irgendeiner Norm gehen, sondern man kann ja kreativ sein und seinen Ideen einfach mal nachgehen. Und wenn das jetzt hier unten so ein bisschen unschön war durch das Schwarz und wenn man da ein bisschen spielt und noch reingeht, hat man ein wunderbares Bild nachher durch den Kontrast. Wenn ich jetzt schwenken würde, würden die Zellen auch wieder nicht mehr so schön und klar definiert aussehen. Mir gefallen die einfach so, wie sie sind. So. Ich zeige euch das gleich mal. Man könnte jetzt noch einen Ballonkiss draus machen, in der Mitte vielleicht. Muss man aber nicht. So. Ihr seht auch, wie die Zellen immer weiter schön aufpoppen. Wunderbar. Ich habe hier noch das kleine, das können wir dann noch überpuren, noch ein anderes. Da versuche ich mal zu pusten. Komm schon auf der anderen Seite rum. Ich zeige euch gleich mal hier die Ränder. Super. Na, das Hund wieder.
Also man kann immer ein Bild nochmal verschönern, hübscher machen, gestalten, wie man möchte. Man ist ja nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden. So, jetzt zeige ich euch noch mal in der Nähe die Zellen. Haben wir. Wieder wie kleine Maiskörner, Maisperlen, die aneinandergereiht sind. So, ich zeige euch mal das hier am Rand. Könnt ihr sehen, auch da schön